Was wusste Joe Biden von den Geschäften seines Sohnes? Und profitierte er selbst davon? Das sind die Schlüsselfragen in derzeitigen Untersuchungen und Anhörungen zum Biden-Korruptionsfall. In den Schlagzeilen ist von Joe Bidens Lüge zu lesen. Der heutige US-Präsident soll das amerikanische Volk angelogen haben. Was hat es mit dieser Aussage auf sich? To be clear, Joe Biden is the big guy. Trump deserves to be investigated. Devin Archer is scheduled to answer questions before the House Oversight Committee. It's an abuse of soft power, I'd say. Devin Archer just flipped on the first family, and it's bad. Oh, son of a bitch. Got fired. Diese Geschichte, die geht weit zurück, das muss man unbedingt am Anfang kurz beleuchten. Und zwar hat es angefangen mit dem sogenannten Hunter Biden Laptop. Kurz wurde diese Recherche über diesen Laptop, kam der in den Medien vor den Wahlen. Die Geschichte wurde dann von den meisten Medien ignoriert und die Öffentlichkeit hat eigentlich sehr wenig über diese ganzen Machenschaften, Business Deals dieser beiden Familie erfahren. Das hat sich geändert letzten November, als die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus gewonnen haben. Damit haben sie die Mehrheit im Vorsitz im Ausschuss für Aufsicht und Rechenschaftspflicht des Repräsentantenhauses. Ein einflussreicher Ausschuss, der Finanzströme und Dokumente offenlegen kann und Interviews unter Eid führen kann. Und da gab es doch ganz interessante Erkenntnisse. Wichtig ist zu wissen, wer hat eigentlich diese Geschichte, diese Laptop-Geschichte torpediert. Und da gab es eine Aussage von Mark Morell, das ist ein ehemaliger CIA-Chef, unter Eid, und der hat wortwörtlich geantwortet, dass der heutige Außenminister Antony Blinken, der hat den Auftrag gegeben, ehemalige Geheimdienste zu finden, die diesen Laptop, also diesen Inhalt diskreditieren, aus russischer Propaganda diskreditieren. Das haben sie gemacht in einem öffentlichen Brief. Also es wurde orchestriert. Wir wissen heute, dass das alles Fake News sind. Dieser Laptop ist echt. Und die Vertuschung des Laptops war politisch motiviert. Unter Eid sagte Morell nämlich aus, dass er mit dem Diskreditierungsversuch als russische Propaganda Bidens Präsidentschaftskandidatur unterstützen wollte. Wortwörtlich, I wanted him to win the election. Darüber hinaus belegt der Ausschuss anhand von Bankdaten und E-Mails, wie Hunter Biden und seine Partner ein Business-Netzwerk im mafiösen Stil aufgebaut haben. Mit über 20 Strohfirmen, sodass man die Geldflüsse nicht mehr konkret nachvollziehen kann. Belegt ist auch, dass mehrere Familienmitglieder Bidens von diesen Gewinnen profitiert haben. Und die Frage ist natürlich immer, welche Rolle spielte der damalige Vizepräsident Joe Biden in dem Ganzen? Am 31. Juli 2023 sorgen Statements aus einer weiteren Anhörung für Schlagzeilen. Devin Archer. Devin Archer. Devin Archer, der engste Geschäftspartner und treuer Freund, langjährig treuer Freund von Hunter Biden. Und das ist natürlich hochinteressant, was der zu sagen hat. Er sagt, dass Hunter Biden und ihr ganzes Geschäftsmodell eigentlich darin bestand, dass man die Marke Biden, und das heißt natürlich konkret, und das sagt er auch, Joe Biden, man hat die verkauft, man hat die den Leuten schmackhaft gemacht oder das Gefühl gegeben, wenn sie mit ihnen Deals machen, hätten sie dann die Rückendeckung, den Einfluss des zweitmächtigsten Mannes auf der Welt damals, Joe Biden. In einem Interview mit Tucker Carlson spricht Devin Archer von einem An abuse of soft power, I'd say. An abuse of soft power. Dieses Zitat bezieht sich auf die 20 telefonische Einschaltungen in Business Meetings, also Geschäftstreffen von Hunter Biden. Hunter Biden hat, so hat Devin Archer ausgesagt, jeweils bei Treffen den Vater angerufen und auf Lautsprecher gestellt, sodass ihn alle hören konnten. Und das sollte natürlich zuerst mal zeigen, ich habe einen mächtigen Papa und der hilft dann, wenn es dann immer brenzlig wird. Die Demokraten sagen, das sei nichts gewesen, die hätten da über das Wetter gesprochen. Verifizieren können wir das nicht. Aber es gibt Indizien dafür, dass Joe Biden seinem Sohn in brenzligen Situationen aushalf. Bei Burisma zum Beispiel, einer hochkorrupten Energiefirma in der Ukraine. Devin Archer und Hunter Biden saßen beide im Verwaltungsrat. Die Firma geriet laut Archer in Schwierigkeiten. Eines der Probleme war, dass
der Generalstaatsanwalt in der Ukraine eine Untersuchung begann über diese Firma genau unter die Lupe genommen. Und dann ist Joe Biden, der damals Obamas Emissär für die Ukraine war, ist nach Kiew gereist und hat Druck ausgeübt, massiven Druck, dass dieser Generalstaatsanwalt Shokin entlassen wird. Also er hat ein Ultimatum gestellt, entweder in 6 Stunden ist der Mann weg, oder er bekommt diese Milliarde Unterstützungsgelder, Steuergelder der US-Bürger, diese Hilfsgelder für die Ukraine, die bekommt er nicht. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. Well, son of a bitch. Got fired. Also hat noch geprahlt mit dieser Einflussnahme. Hier zeigt sich eigentlich jetzt ein Zusammenhang, ein konkreter Zusammenhang zwischen diesem Verkauf von der Marke Biden und dann auch politischen Auswirkungen. Also da ist etwas geschehen. Das ist nicht nur eine Illusion, dass man eine Illusion verkauft, sondern im konkreten Fall hat das dann auch zu Konsequenzen geführt. Devon Archer hat auch gesagt, diese Firma, Burisma, hätte niemals länger existieren können ohne diese Schützenhilfe, ohne diesen Brand eben. Und der eben nicht nur fiktiv ist, sondern eben sehr konkret. Joe Biden hat oft behauptet, er habe von den Geschäften seines Sohnes nichts gewusst. Er habe nie mit ihm darüber gesprochen. How many times have you ever spoken to your son about his overseas business dealings? I've never spoken to my son about his overseas business dealings. Im Wahlkampf gegen Trump sagte er, dass seine Familie nie einen $1 mit China verdient habe. My son has not made money in terms of this thing about, what are you talking about, China? Das sind alles Aussagen, die jetzt eigentlich durch diese Hearings widerlegt worden sind. Also erstens hat Hunter Biden in einem eigenen Verfahren, wo er angeklagt wird in Delaware, hat er gesagt, natürlich, er habe eine Firma gegründet in China, übrigens mit Beteiligung der Bank of China, wo die ja die Mehrheit oder quasi der Einfluss der Regierung ist dort massiv. Er hat also mit der Regierung eigentlich einen Deal gemacht dort. Also sehr wohl hat er in China großes Geld verdient. Joe Biden aber mit dieser Aussage nachweislich gelogen. Im Interview von Tucker Carlson taucht ein neues Dokument auf. Ein Brief aus dem Jahr 2011 von Joe Biden an Devon Archer und Adresse Rosemont Seneca, also die Firma, die er mit seinem Sohn hat und wo er sich quasi entschuldigt, er hätte keine Zeit gehabt, mit ihm zu sprechen bei einem Lunch mit dem chinesischen Präsidenten. PS unten dran, er sei glücklich, dass die beiden You Guys zusammenarbeiten. Es ist unmöglich, dass Joe Biden, damals Vizepräsident, keine Ahnung hatte, wie er behauptet, von diesen Geschäften. Und was könnten mögliche Konsequenzen sein? Eine Anklage gegen Hunter Biden oder gar gegen Joe Biden? James Comer, der Chef des Ausschusses, kündigte an, dass er Hunter Biden in 6 bis 10 Punkten anklagen werde. Es ist jetzt schon bekannt, dass die offenbar genug Material haben, um eine Anklage zu lancieren. Was da rauskommt, das wird sich dann ergeben. Aber es geht auf jeden Fall auf diese Schiene mit Hochdruck weiter. Da stellen sich einfach die Schlüsselfragen. Hat Biden über die Geschäfte gewusst? Wissen wir jetzt, hat er. Hat er sie begünstigt? Es gibt genügend Dokumente, die belegen, dass er sie begünstigt hat. Und die wichtigste Frage, hat er irgendwann Geld selbst kassiert, dass seine Familie sich bereichert hat aufgrund seiner Macht und dieses Machtmissbrauchs, das ist evident jetzt. Damit diese Sache genau untersucht werden kann, muss man eigentlich, und das ist die Forderung von vielen Leuten heute, einen sogenannten Sonderermittler einsetzen. Das heißt, eine unabhängige Person, die das Ganze neu aufrollt genau anschaut. Weil in der US-Öffentlichkeit wächst der Eindruck, dass es hier 2 Justizsysteme gibt. Eines für Trump und ein anderes System für die Bidens. Dieser Eindruck ist Gift für eine Demokratie. Das kann so weit führen, dass 2 Lager sich so verfeindet sind, dass sie möglicherweise sogar zu Gewalt greifen. Das hoffen wir alle nicht. Aber um das zu verhindern, braucht es Transparenz. Es braucht eine Aufklärung. Und das beste Mittel dazu wäre ein Sonderermittler. In den amerikanischen Medien wird dieser Korruptionsfall von den Medien aufgegriffen, vor allem von konservativen Medien wie Fox News oder das Wall Street Journal.
Es sieht hier in Europa komplett anders aus. Also das Thema vom Laptop, das Thema für diese Comer-Behörde, die das jetzt seit Monaten unter Eid Anhörungen macht, das ist praktisch non-existent. Also wirklich, das wird einfach, das ist interessant, wird totgeschwiegen. Selbstverständlich muss man über die Anklagen gegen Trump berichten. Das ist absolut wichtig. Aber genauso wichtig ist es, über die Kritik und die Indizien, die ganz klaren und auch Belege und mittlerweile Beweise über das Biden-Netzwerk, das einfach absolut korrupte Züge hat. Also nicht nur korrupte Züge, sondern wirklich den Namen korrupt verdient.